Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich freue mich sehr, Sie zu dieser Präsentation begrüßen zu dürfen. Es geht diesmal um die mysteriöse Bezeichnung, die wir in der Offenbarung des Johannes finden, der halben Zeit. Zuerst schauen wir uns, um dieses Thema besser verstehen zu können, die Struktur des unaussprechbaren Namen Gottes an, also aus dem Hebräischen. Denn in diesem Namen finden wir auch eine Teilung, eine Hälfte. Und dann hören Sie über die 4 verschiedenen Darstellungen oder Schreibweisen, die Sie zu dieser geheimnisvollen Zahl 3,5 in der Offenbarung finden können. Schauen Sie sich das an. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, in dieser Präsentation über die Offenbarung des Johannes ist die halbe Zeit das Thema. Und das altjüdische Wissen ermöglicht es, dieses Thema oder diese halbe Zeit zu entschlüsseln. Ein Beispiel eines halben Teils finden wir im unaussprechbaren Namen Gottes, hier in den Buchstaben J, H, W, H mit den entsprechenden Zahlenwerten und in Hebräisch von rechts nach links geschrieben. Hier sehen wir es, dass dieser Zahlenwert 10, also die 10 geteilt ist in 5 und 5. Und dazwischen finden wir den Zahlenwert 6 und 6. Die Waf steht, ist symbolisiert eigentlich den Menschen, der am 6. Schöpfungstag geschaffen wurde. Und das ist auch die Aufgabe des Menschen, diese Teile zu verbinden. Darin liegt die Aufgabe, das Geheimnis auch der Schöpfung. Wir sprechen jedoch von der 3,5 und das ist wie Entsprechung dieser Teilung von 10 in 5 und 5. Da kann der 7. Schöpfungstag auch nur halb erlebt werden. Das wäre dann in einer symbolischen Darstellung, wie Sie zu Beginn gesehen haben, wenn Sie nur die Schatten der beiden Menschen, die dort dargestellt sind, wahrnehmen oder die Welt nur mit den Augen des Fisches sehen, also im Wasser und nicht außerhalb des Wassers. Nehmen Sie diesen 7. Tag ohne die jenseitige und ewige Qualität wahr, dann leben Sie in der halben Zeit, also in der 3,5. Oder leben wir in der 3,5. Das alte jüdische Wissen kennt 4 Exile und das zweite Exil ist die Gefangenschaft im Halben. Es ist die persische Gefangenschaft und hier in dieser Zeit gibt es keinen Tempel. Und hier sprechen wir nicht von einem Tempel physischer Natur, sondern das ist der Tempel, der in uns ist. Mit anderen Worten, in dieser Zeit, in der Gefangenschaft des Halben, gibt es Gott nicht in uns, in unserer Wahrnehmung. Der Wiederaufbau dieses Tempels wird zwar begonnen, vollendet wird er aber erst an deren Ende, so schreibt eben Weinreb. In der Offenbarung finden wir 4 verschiedene Formulierungen für diese 3,5. Beginnen wir mit der 42 und wir lesen in der 6. Posaune, nachdem Johannes das Büchlein zu essen bekommen hat, also ein heiliges Buch, jetzt unabhängig welcher Religion auch immer, in sich aufgenommen hat, also vom Baum des Lebens gegessen hat, bekommt er die Aufgabe, den Tempel zu messen. Und hier lesen wir dann, aber den Vorhof außerhalb des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben, also der Körperlichkeit, dem Körper, und sie werden die heilige Stadt 42 Monate zertreten. Was ist der Vorhof im Tempel? Hier eine Darstellung, eine Skizze nach dem Buch von Weinreb, der Weg durch den Tempel, vom Westen nach Osten dargestellt und im Osten zuunterst sehen Sie dieses Viereck, das ist der Vorhof der Frauen mit den 15 Stufen, dann in den Vorhof Israels. Und der Vorhof der Frauen ist auch der Gerichtshof. Die weiteren 3 Räume entsprechen der Kernwelt. Daher ist diese Vernichtung des Vorhofs eben nicht die Vernichtung der Welt oder des Kerns, sondern eine Tatsache, die eben hier in der Offenbarung beschrieben wird. Es folgt der zweite Vorhof ist Vorhof Israel, dann folgt der Vorhof der Priester. Hier ist der Altar, die Menorah und das Wasserbecken und durch 2 Säulen
geht man dann in den letzten Raum, der wieder geteilt ist durch einen Vorhang, und hinter dem Vorhang ist dann die Lade des Mondes und sind die Schaubrote. Wir lesen dann auch weiter, nachdem der Drache auf die Erde geworfen wurde, auf das komme ich dann noch später, und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redet, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Also diese 42 ist eine Darstellung der 3,5 Jahre auf der Ebene des Mondes, also mit Monaten, und steht für das Materielle, das Messbare, das Irdische, und das ist auch eine andere Ausdrucksform des Weiblichen. Es zeigt das Zyklische, das Veränderliche, das Werden und das Vergehen. Irdisch ist es das Bestimmende, also die Zeit, in der wir leben oder die wir eben wahrnehmen in unserem Leben. Und es gibt einen hebräischen Buchstaben, die Mem mit dem Zahlenwert 40, wird durch Wasser symbolisiert, und Wasser steht nach dem altjüdischen Wissen für Zeit. 40 bedeutet ein Leben lang. Der Weg durch die Wüste, der 40 Jahre dauert, ist ein Weg, der ein Leben lang dauert. Plus 2 entspricht, also die Zweiheit wird dazugefügt, und das ergibt die 42. Also das Leben in der Zweiheit. Diese 2 steht für das Leben in der Zweiheit. Es gibt aber auch eine andere Qualität dieser 42, und diese Qualität, die wandelt sich, sobald sich der Blick auf das Leben richtet. Und hier, wir finden in der Bibel die Genealogie, eine Liste von 42 Geschlechtern von Abraham bis Jesus. Gibt es in unserem Leben, in unserer Betrachtung eine Verknüpfung mit dem Ewigen, mit dem Jenseitigen, mit diesen archetypischen Bildern, Persönlichkeiten, dann wandelt sich auch die 42 und bekommt eine andere Qualität. Nun wechseln wir zur zweiten Darstellung der 3,5, die 1260. Nachdem der Tempel gemessen wurde, bekommen 2 Zeugen, die 2 Zeugen in uns, einen Auftrag, Weiß zu sagen. Und hier finden wir die Worte: Ich werde meine 2 Zeugen befähigen, 1260 Tage zu Weissagen in Säcke gekleidet. Weissagen bedeutet die Offenbarung der Weisheit. Und diese 1260 ist eine Darstellung der 3,5 Jahre auf der Ebene der Sonne, also 3,5 Jahre, aber nicht mit 365 Tagen gerechnet, sondern mit 360 Tagen, also eine idealisierte Darstellung des Sonnenjahres und gezählt auf der Ebene des Tages. Und der Tag steht für eine Vereinigung der Gegensätze von Tag und Nacht. Die 1000 hat die gleiche Bedeutung wie die 1 im Hebräischen, wird auch gleich geschrieben, nur unterschiedlich ausgesprochen. Also die Selbstlaute werden im Hebräischen nicht geschrieben. Und 26, das haben wir schon zu Beginn gesehen, ist der Zahlenwert dieses unaussprechbaren Namen. Und 10 steht für die Einheit unserer Realität, und die 26 in der Einheit unserer Realität, also mit 10, würde 260 ergeben. Aber eine noch stärkere Betonung dieser Wahrnehmung der Einheit Gottes wird ausgedrückt über die 1000, und das ergibt den Wert 1260, und das steht für die Einheit, wo sich Gott in unserer Realität zeigt. Und damit sind diese Ereignisse in diesem Zusammenhang dann immer positiv. Dieser genannte Versteil, also ich werde meine 2 Zeugen befähigen, 1260 Tage zu Weissagen, in Säcke gekleidet, kann auch wie folgt gelesen werden: Ich werde meine beiden Zeugen befähigen, also die in mir sind, über die Einheit, also von Gott, dem Zahlenwert 26, der Einheit im Hier und Jetzt, ausgedrückt durch die 10, der Einheit, der jenseitigen Einheit, also der 1000, in der wir leben können, also das 1000-jährige Reich, und das ergibt in Summe 1260 Tage, Weiß zu sagen, weise zu sprechen, zu unterrichten. Das kann nur durch und in Demut geschehen. Also das ist eigentlich eine andere Formulierung, aufgeschlüsselt nach der Bedeutung dieser 1260. Wir finden zweimal die 3,5 in der Offenbarung, nämlich
Nach der Weissagung der zwei Zeugen tritt das Tier auf und bringt diese zwei Zeugen um. Und das ist vielleicht besser zu verstehen, wenn wir uns diese Symbolik von Yin-Yang vor Augen führen. Also wird die eine Seite vollständig gelebt, tritt automatisch der Gegenpol auf. Und in diesem Fall vernichtet er die andere Seite. Und hier lesen wir, die Völker, die Stämme, die Sprachen und Nationen sahen ihre Leichname 3 Tage und einen halben und erlaubten nicht, ihre Leichname ins Grab zu legen. Und dann steht, nach den 3 Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie. Also dieses wunderbare oder unbegreifbare Ereignis dieser Wiederauferstehung der Zeugen in mir wird in dem Moment vollführt, in dem wir diese Perspektive der halben Zeit verlassen. Unser Leben bleibt halb so lang, wie wir vom Baum des Wissens essen. Das ist das Ereignis des 6. Tages, die Verführung durch die Schlange, also der weiblichen Seite, wie schon in der ersten Präsentation dargestellt. Und wir können aus diesem zweiten Exil der Gefangenschaft im Halben entkommen, sobald wir unsere Maßstäbe ändern. Nicht mehr in den Mittelpunkt den Baum des Wissens zu stellen. Und es muss noch betont werden, nachdem diese 2 Zeugen wieder auferstanden sind, kommt es zur Umkehr. Also, das heißt, die Sicht auf die Welt wird auch geändert und das führt dazu, dass in der 7. Posaune es zur Geburt des Kindes kommt. Also diese Frau, die Sonnenfrau, gebiert letztlich das Kind, aber schon vor der Geburt steht der Drache, der eben mit 4 Namen genannt ist, der Drache, die Schlange, der Teufel und der Satan, vor der Frau, der Sonnenfrau, um das Kind zu verschlingen. So entbrennt ein Kampf im Himmel. Michael kämpft gegen den Drachen und schleudert ihn auf die Erde. Somit wird er aus dem Himmel verbannt. Und dann lesen wir, auch auf der Erde wird diese Frau weiter verfolgt, weil auch auf der Erde der Drache dieses Kind und die Frau vernichten will. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen Ort hat, bereitet von Gott, um sie dort 1260 Tage lang zu ernähren. Nun wechseln wir zur letzten Darstellung der 3,5, die der Formulierung von Daniel entspricht. Eine Zeit, eine doppelte Zeit und eine halbe Zeit. Und wir können in der Offenbarung lesen, nachdem der Drache auf die Erde geworfen wurde, aber der Frau wurden die beiden Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in der Wüste an ihren Ort fliegen konnte. Dort wird sie eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit lang ernährt, fern vom Angesicht der Schlange. Hier in diesem Satz ist auch gleichzeitig die Entschlüsselung dieser 1, 2 und 1,5 zu finden, nämlich der Adler errettet und erlaubt ihm wieder in die Einheit zu kommen. Die Wüste steht für das Leben in der Zweiheit, also wir fliehen aus der Knechtschaft in die Wüste, wir bleiben in der Zweiheit, aber wir sind durch die Zweiheit dann nicht versklavt. Und das Halbe finden wir in der Schlange, die uns verführt, vom Baum des Wissens zu nehmen, das Wissen spaltet und die Einheit wird geteilt, so wie auch die Schlange mit gespaltener Zunge spricht. Und das ist ein Bild für das Halbe. Und diese Formulierung hat eine jenseitige Qualität und somit gilt sie ein Leben lang. Und es ist unsinnig, hier irgendwelche Zeitkonstruktionen dafür zu finden, ob das jetzt 1000 Jahre und 2000 Jahre und so weiter sind. Es ist eine jenseitige Qualität, die uns ein Leben lang verfolgt. Wir werden im Leben, also in der Wüste, letztlich bewahrt durch den Adler, wenn wir es zulassen und die Hoffnung in uns tragen. Ich hoffe, Sie haben damit erkennen können, dass die Zahlen und die halbe Zeit, von der gesprochen wird, nichts mit unserer Begrifflichkeit von unseren Zeitmaßstäben zu tun haben, die wir auf der Zeitachse auftragen. Am Ende finden Sie wieder
die angeführten Quellen und danke für Ihre Aufmerksamkeit.